Hallo und herzlich willkommen auf dem Permakulturkanal. Ich stehe mitten im Wald, wo ich gestern war, am Tag 12. Und was habe ich da gefunden? Ich habe Riesenschirmlinge gefunden und einmal sie von der App erkennen lassen, habe ich jetzt so viele Pilze. Gestern war so ein winziger Vorgeschmack, was auf mich zukommt. Jetzt habe ich wirklich eine Riesenmahlzeit. Aber heute wollte ich eine Kürbissuppe mit Giersch machen. Qual der Wahl. Was soll ich denn essen? Heute ist der Tag Nummer 13 und ich befinde mich im Wald Schlaraffenland. Kommt doch mit. Eine Tasse Tee und ich probiere heute mein Birnenmus mit paar Löffeln Eichelmehl und mache mir wieder so kleine Pralinen zum Frühstück. Das hat letztes Mal mit Apfelmarmelade richtig lecker geschmeckt. Die Reste von dem Birnenmus habe ich gestern schon aus dem Topf gekratzt. Schmeckt wirklich leicht säuerlich und ganz lecker. Auf dem Weg durch den Wald habe ich wieder eine schöne Eiche, sogar mehrere, entdeckt. Und ich habe jetzt mir vorgenommen, jeden Tag so 50 Stück abzuzählen, aufsammeln und dann weiterzugehen. Es wird wahrscheinlich nicht viel, nicht wenig sein. Die Eicheln sind mittlerweile ein fester Bestandteil von meinem Frühstück. Somit macht es Sinn, meinen Vorrat immer wieder aufzufüllen. Eigentlich wollte ich nur für die Kürbissuppe ein wenig Giersch sammeln. Giersch gibt der Suppe so eine herbe Note, die wird dann nicht so ganz nach Kürbissuppe schmecken, aber den Giersch habe ich noch nicht entdeckt. Dafür eine ganze Menge Bucheckern. Die sammle ich mir auch auf. Ein Stückchen weiter auf dem Wegrand
habe ich ganz viele Pilze gesehen. Die sehen natürlich nicht so wie gestern die Pilze aus. Das wäre ja viel zu einfach. Meine Pilz-App hat mir erzählt, dass es Riesenschirmlinge sind. Und oh Glück, die kann man essen. Und ich habe so viele gefunden, ich konnte nicht alle mitnehmen. Es sind ganze 1,5 Kilo zusammengekommen. Und es wachsen viele weitere Riesenschirmlinge auf der Stelle. Nächste Tage werde ich da nochmal vorbeikommen, die aufsammeln, versuchen zu konservieren, vielleicht auch schöne Gerichte daraus zu zaubern, gekocht mit Salz natürlich. Falls ihr irgendwelche tolle Rezepte für Pilzkonservierung habt, lasst mich wissen, schreibt mir gerne in die Kommentare, was für Erfahrungen habt ihr mit den Pilzen gemacht? Am Anfang meines Experiments habe ich tatsächlich selbst gezweifelt, ob das möglich ist. Jetzt weiß ich, ja, aus der Natur sich zu ernähren, ist möglich. Es ist natürlich, der Spaziergang war ein großer Zeitaufwand. Eine ganze Stunde war ich unterwegs, aber dafür war ich im Wald an der frischen Luft und habe ganz viele tolle Beobachtungen gemacht. Viele Dinge habe ich schon gewusst, aber das mit den Pilzen, das hätte ich mir früher nie zugetraut. Oder die Eicheln. Ich wusste, dass die essbar sind, aber habe da noch nie mich so rangetraut. Durch mein Experiment habe ich es mir selbst ermöglicht. Wie sieht es bei dir aus? Traust du dir auch einiges zu? Oder schiebst du das immer in die weite Ferne? Irgendwann, wenn es notwendig ist, dann ist es soweit. So ein Pech. Girsch habe ich heute gar nicht gefunden. Es gab in diesem Abschnitt gar keine Girschpflanzen. Schade. Dafür habe ich was anderes Tolles gefunden, und zwar Sauerampfer. So Ende Oktober eben frischen Sauerampfer. Zu Hause habe ich Kürbis aufgekocht, mit Sauerampfer frisch belegt, und schon war die Kürbissuppe fertig. Die 3 große Teller reichen für mich. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, abonniere den gerne. Ich freue mich über jeden Daumen nach oben. Für heute verabschiede ich mich und sage Tschüss und bis morgen.